Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist, denn heute wird es persönlich. Wir möchten dir einen ehrlichen Einblick geben in das, was wir in fast 15 Jahren als Deutschlehrerinnen so erlebt haben. Wir sprechen über Gedanken, die viele Deutschlernende haben, über Frust, über Unsicherheiten, aber auch über Lösungen und über Hoffnung. Vielleicht kennst du das. Du denkst manchmal, Deutsch ist einfach zu schwer. Manche sagen sogar, ein Leben reicht nicht, um Deutsch zu lernen. Oder du warst schon oft in einem Kurs und hattest das Gefühl, ich verstehe alles. Aber wenn ich draußen mit echten Leuten spreche, verstehe ich plötzlich gar nichts mehr. Oder du hast ein B2-Zertifikat, aber fühlst dich trotzdem nicht sicher beim Sprechen. Oder du brauchst ewig für einen Satz, weil du im Kopf erst noch alles in deiner Muttersprache übersetzt und in deiner eigenen Sprache denkst und dich so blockierst. Wenn du dich da wiedererkennst, dann bitte glaub uns, du bist nicht allein. Diese Gedanken hören wir wirklich immer und sie sind ganz normal, wirklich. Denn das, was man in einem klassischen Sprachkurs lernt, ist oft weit weg von der echten Welt. Im Unterricht gibt es klare Dialoge, es gibt ein langsames Tempo, es gibt super saubere Grammatik. Aber draußen, im echten Leben, da klingt Deutsch ganz anders. Also Menschen sprechen schnell, sie benutzen Wörter, die du nicht kennst, die du im Unterricht nicht gelernt hast. Wir verschlucken Silben, Muttersprachler machen Pausen oder sie sprechen mit einem Tonfall, mit einer Satzmelodie, die eben alles verändert. Ja, und das kann natürlich frustrierend sein und wir verstehen das sehr, sehr gut. Aber, und das ist uns wichtig, das echte Leben ist nicht nur schwieriger, es ist auch einfacher. Es gibt so viele Strukturen, die du im Alltag gar nicht brauchst. Niemand spricht bei der Bäckerei mit Relativsätzen oder Konjunktiv 1. Niemand sagt, ich hätte gerne ein Brötchen, das mit Sesam bestreut ist und aus Weizenmehl besteht. Nee, du sagst einfach ein Sesambrötchen bitte. Genau. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, du kommst nicht wirklich weiter, dann liegt das oft nicht an dir, sondern es liegt einfach daran, dass du vielleicht die falschen Dinge gelernt hast. Oder sagen wir besser, nicht die Dinge, die du im Alltag wirklich brauchst. Denn was du brauchst, ist Übung mit echter Sprache. Also nicht nur Lehrbuchsätze, sondern du brauchst Sprache, die du wirklich hören wirst und die du wirklich brauchst, wenn du Deutsch sprichst. Und deshalb hier ein paar Tipps, die wir dir nur aus tiefstem Herzen geben können. Ganz wichtig, warte nicht, bis du perfekt bist. Sprich jetzt, auch mit Fehlern. Fehler gehören einfach dazu. Genau. Oder Tipp 2, hört echtes Deutsch, also Serien, Podcasts, Gespräche auf der Straße, nicht nur die Lehrbuch-CDs. Und auch wichtig, versuch nicht Wort für Wort zu übersetzen. Klammer dich nicht an Übersetzungen in den Untertiteln, sondern lern Sätze. Lern kleine Bausteine. Denk also in kleinen Gruppen von Wörtern und denk nicht in Grammatik. Ja, und vor allem nimm den Druck raus. Du musst nicht perfekt sein. Dein Deutsch muss nicht perfekt sein, sondern es soll echt sein. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, Laura und Theresa, das klingt gut, aber wenn ich Deutsch spreche, antwortet mir trotzdem jemand auf Englisch. Oder ich bekomme einen komischen Blick. Oder jemand macht einen blöden Kommentar. Ja, leider passiert das manchmal. Und wir wissen auch, dass das weh tut. Aber bitte, nimm das nicht persönlich. Es sagt nichts über deinen Wert aus. Es sagt auch nichts darüber aus, wie gut oder wie schlecht dein Deutsch ist. Es sagt nur etwas über die andere Person aus, die den Kommentar macht. Du darfst Fehler machen, denn wir machen das auch. Also wir sind Muttersprachlerinnen, aber wir machen jeden Tag Fehler. Beim Sprechen, beim Schreiben, in der Grammatik, das ist ganz normal. Sprache ist lebendig und niemand spricht immer perfekt, also wirklich niemand. Ja, du darfst auch laut sprechen, du darfst fragen, du darfst dir auch Zeit nehmen, um deinen Satz zu formulieren. Du hast das Recht, diese Sprache zu sprechen und du darfst stolz auf dich sein, dass du es auch tust.
Und vielleicht denkst du jetzt wieder, ja, klingt ja gut, aber wie mache ich das denn? Wie kann ich das schaffen? Und genau deshalb haben wir unsere Kurse entwickelt. Weil wir gemerkt haben, der klassische Deutschunterricht hilft vielen ja nur bis zu einem bestimmten Punkt. Aber dann geht es irgendwann nicht mehr weiter, weil der echte Kontakt oder der Kontakt zur echten Sprache fehlt. Also das echte Training fehlt. Genau. In unseren Kursen, also zum Beispiel in Fit im echten Deutsch, arbeiten wir mit echter Sprache, mit echten Stimmen von uns und von unseren Liebsten aus der Familie. Wir zeigen dir, wie Menschen wirklich sprechen und du sprichst mit der Shadowing-Technik, die ihr so liebt. Das heißt, du hörst etwas und sprichst es direkt nach. Und so lernst du den Rhythmus zu spüren, die Satzmelodie, die echten Wörter, die wirklich gesagt werden. Und das Beste ist, du musst nichts mehr übersetzen, weil du mit der Zeit automatisch anfängst, auf Deutsch zu denken. Und eigentlich sind unsere Deutschkurse auch mehr als das, weil in gewisser Weise ist Sprache für uns auch politisch, weil wir wollen, dass sich Menschen hier willkommen fühlen, dass sie dazugehören, dass sie sich integrieren, dass sie sich sicher fühlen. Sprachlich, aber ja auch menschlich. Genau, und Sprache ist da einfach der Schlüssel dazu. Wenn du die Sprache beherrschst, dann kannst du auch selbstbewusst sein. Du kannst dich wehren, du kannst sagen, was du willst, du kannst Freundschaften schließen, du kannst einen Job finden, du kannst deine Meinung sagen, du kannst einfach du selbst sein mit deinem ganzen vollen Charakter. Und genau deshalb ist für uns unsere Arbeit irgendwie auch so wichtig. Und wir haben unsere Kurse nicht gemacht, weil wir jetzt den 100. Online-Deutschkurs bauen wollten, sondern weil wir glauben, dass Deutschlernen anders gehen muss. Nahbarer, also mit echten Inhalten, mit echter Sprache, mit Gefühl, mit Herz und ja. Ja, und wenn du dich in diesem Video wiedererkennst, dann freuen wir uns natürlich, wenn du dir unsere Kurse anschaust. Besonders Fit im echten Deutsch, unser neuester Kurs, ist genau perfekt für dich, wenn du eben echtes Hörverstehen trainieren willst. Und wenn du lernen willst, natürlich zu sprechen, mit Leichtigkeit und Spaß und ohne viel vorher im Kopf zu übersetzen. Den Link zum Kurs findest du in der Videobeschreibung, auch zu unserem ganzen Deutsch-Campus. Wir würden uns natürlich sehr freuen, dich dort zu sehen. Und natürlich interessiert uns auch, was denn für dich, für euch da draußen die größte Herausforderung beim Deutschlernen ist. Ob du dich vielleicht in dem, was wir gesagt haben, wiedererkennst. Schreib uns das gerne in die Kommentare. Wir lesen wirklich alles. Also danke, dass du dabei bist und heute auch zugeguckt hast. Genau. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch sehr, wenn du unseren Kanal abonnierst und auch bei unseren weiteren Videos dabei bist. Du bekommst 2-mal pro Woche bei uns ein Video, in dem wir dir das authentische Deutsch beibringen möchten, mit ganz viel Spaß an der deutschen Sprache. Genau. Und ansonsten, freuen wir uns auf deinen Kommentar und wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos wieder.